Herzlich willkommen zu Gerrits Tagebuch, der neuen Folge. Es geht um Formel 1. Vor einigen Monaten habe ich euch mal gezeigt, wie wir die Formel 1 Autos entwerfen. Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben die auch genutzt, um das noch zu verfeinern. Und wir haben jetzt so die ersten 6, 7 Autos fertig und die zeige ich euch mal bei Jens. Ich bin nämlich genauso stolz wie er auf die Dinger. Ne? Ich habe mir immer mal gewünscht, dass du den Ferrari baust. Den hat er dann auch irgendwann gebaut, aber ihm mir gleich so gegeben, dass ich den Deckel nicht abnehmen kann. Weil er wusste, Seite, jedes Mal kriege ich das Auto zurück und dann fehlt die Hälfte. Und deswegen ist der hier mit Kindersicherung versehen. Aber hier, guck mal, den Red Bull, den kannst du auch machen. Den sind wir sogar auch schon gefahren. Der hat nämlich drehende Hinterräder, was eine echte Herausforderung ist, weil wir haben Magnetfelder, die ganz homogen sind. Und sobald ein Rad nachher irgendwie ein bisschen Staub hat und bremst, ist ja bei Magnetfeldern ist nur Luft dazwischen, könnte sich das Auto drehen und entgleisen. Deswegen sind wir immer noch sehr intensiv am Experimentieren mit den drehenden Rädern, aber der hat schon welche. Man kann insgesamt sagen, der Autobau, also du stehst Gewehr bei Fuß, ne? Du wartest eigentlich nur darauf, dass wir sagen, jetzt bauen wir endlich mal alle, weil wir es immer noch nicht genau wissen. Wir haben Probleme mit der großen Rennstrecke, also die 21 Meter zu fertigen, und eigentlich haben wir uns gesagt, erst wenn die steht und wir da Tests gefahren sind, weil da geht es berghoch und runter, da sind Bodenwellen und so weiter und so fort, können wir entscheiden, wie machen wir das mit den drehenden Rädern, sind die nur in der Luft oder können die sich wirklich drehen, und dann kann Jens anfangen, 48 Formel 1 Autos und Formel E plus Reserve zu bauen. Das schüttelst du mal eben aus dem Ärmel. Natürlich, ne? Selbstverständlich. Weil was war das irgendwie? Ich habe den mir gewünscht und eine Woche später war er fertig. Habe ich dran gedacht, den zu machen, und 2 Wochen später habe ich mich erholt soweit von dem Schock und habe angefangen, ihn zu machen. Und viele Monate später ist er dann tatsächlich fertig. Nein, ungefähr von jetzt geht's los zu hier hast du das Auto, dauert ungefähr einen Monat. Momentan haben wir ja so grob vor, wir lassen das weiter so ein bisschen offen, dass wir vielleicht im Juni nächsten Jahres Monaco eröffnen mit Formel 1. Corona hat uns da zum einen geholfen, aber zum anderen natürlich viel mehr Knüppel zwischen die Beine geworfen. Geholfen nur deswegen, weil wir hinter den Kulissen für die Softwareprogrammierung und für die technische Entwicklung ein bisschen Zeit gewonnen haben. Aber natürlich für den Rest der Bau der Strecke, nicht für die Autos oder wie auch immer, weil das Geld momentan für einen absoluten Vollbetrieb in allen Abteilungen nicht da ist. Ich hoffe ja so in 1, 2 Wochen irgendwann mal so alle Kinderkrankheiten endgültig raus haben und dann plötzlich alles zusammenkommt, wir einen Knopf drücken und wow, diese Strecke funktioniert. Also es geht um die neue Strecke, also nicht um diese Kreisstrecke, sondern wir sind seit Monaten dabei, die große Strecke zu fertigen und haben jetzt die ersten Testteile bekommen. Und die funktionieren leider nicht so, wie wir es uns vorstellen. Und wir haben mehrere deutsche oder auch europäische Hersteller versucht, die konnten uns aber alle diese Größe, diese Länge der Strecke nicht herstellen und haben in China einen gefunden, die sich gesagt haben, das kriegen wir hin, aber die jetzt auch merken, vielleicht ja doch nicht. Ne? Also weil da sind einfach Probleme in der Strecke, und solange wir die nicht haben, traue ich mich nicht, Jens mit einem halben Jahr Arbeit zu belegen und dir zu sagen, 48 plus Reserve, oder nee, es sind 20, glaube ich, bei Formel 1 sind ja 20 Fahrzeuge nur noch. Wie viel sind es bei Formel E? Ich glaube 18. 18. Aber ich weiß auch nicht genau. Also würde ich ja so gerne 60 mit ein paar Reserve haben. 60 mal eine Woche pro Auto, nein. Serienproduktion geht hoffentlich etwas schneller, oder? Ja, aber tatsächlich spart man nicht so viel Zeit. Also 2 Tage pro Auto sind es eigentlich immer noch, weil die Lackierung aufwendig ist und jeder Aufkleber einzeln draufgeklebt werden muss, und das kann man nicht beschleunigen. Ja. Also auch wenn ich 3 hintereinander mache, muss ich trotzdem noch jeden Aufkleber einzeln ausschneiden, einzeln drauf tun, einzeln trocknen lassen. Aber jetzt guckt euch nochmal diese mega hammer coolen Teile an. Eigentlich würde ich jetzt ja gerne den Ferrari damit nebenstellen, darf ich ja aber leider nicht, ne? Doch, kannst du doch gerne machen, das ist doch gar kein Problem. Okay, pass auf, nächstes Mal kriegt ihr ihn ohne Deckel. Irgendwie werde ich das organisieren, dass ich den da rausnehmen darf. Gut, ich zeige euch noch ein bisschen was zum Thema Sound. Letztes Jahr habe ich euch schon mal was zum Thema Sound gezeigt, und es hat ein bisschen gedauert, weil es auch nicht das wichtigste Thema war, dass es bis zu dem Punkt kommt, wo wir jetzt heute sind. Heute ist unser großer Soundcheck, weil ihr habt im Modellbau viel Vorarbeit geleistet und Boxen gebaut sozusagen. Und ihr habt verschiedene Lautsprecher geordert, euch schon mal vorgetestet. Wir haben auch hier und da schon mal gehört, aber es ist heute der Tag, wo alles sozusagen das erste Mal in der Anlage eingebaut ist. Immer mit dem Risiko, was sich nicht gut anfühlt, dass man es wieder rausreißen muss. Aber es ist sozusagen der Moment X, wo wir 11 Lautsprecher, habt ihr 11 geschafft? Super, 11 Lautsprecher
mal mit bewegtem Auto testen wollen, ob, wenn sie in der Anlage eingebaut sind, sie genauso gut klingen wie vor einem Jahr, als wir die Boxen auf die Anlage gelegt haben. Es ist nämlich nicht so einfach, man soll ja an der Anlage stehen, erstens nicht mit, wenn hier 20 Autos fahren, die nur noch einen Brei hören, man soll einzelne Autos raushören, dass die lauter sind, wenn die direkt vor einem sind. Und trotzdem soll man noch hören, dass da hinten gerade einer um die Kurve fährt. Das ist wahrscheinlich echt zu viel verlangt, aber wir geben ja nicht auf. Und ich bin mal gespannt. Ich würde mal sagen, Gentlemen, start your engine. Mach mal Krach. Ich hatte das Gefühl, dass wir letzte Woche bei den Tests dieses schrille, kreischende bei leiserer Lautstärke doch schon hatten. Aber da waren sie halt auch nicht in der Anlage eingebaut. Es ist nur die Frage, schluckt die Anlage uns das weg, trotz der eigentlich perfekten Einbauart, oder übertönt das Scheppern es? Ich fahre mal ganz leise als Test. Wenn wir ganz leise fahren, kann ja eigentlich nichts mehr scheppern. Scheppern ist weg. Stimmt, wenn wir leise drehen, ist das Scheppern weg. Das heißt, es ist die Anlage. Das heißt, wir entkoppeln es besser. Ja. Ich glaube, wir A, entkoppeln, und B, wenn die Anlage am Ende fertig ist und Gerd uns nicht so klapprige Häuser hinsetzt, dann könnte das klappen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt auf 24 Lautsprecher. Ich teste nochmal mit der Matte, versuche nochmal zu entkoppeln, versuche nochmal die Soundfiles zu ändern und ich schmeiße euch jetzt hier raus, damit ich da noch ein Resümee erzählen kann, ohne Maske. Sound ist und bleibt ein schwieriges Thema. Aber wir sind da auf einem guten Wege, weil wir wollen natürlich nicht, dass man die Lautsprecher sieht. Wir haben alles versucht, wir haben sie in Häuser eingebaut, wir haben sie in Straßen eingebaut. In Häusern ist es einfach jedes Haus klingt anders. Das heißt, wir können noch so gleiche Lautsprecher nehmen, wenn wir sie in verschiedenen Häusern einbauen, dann klingt jeder anders. Also haben wir uns jetzt entschieden, sie kommen eigentlich wie schon vor 19 Jahren in Knuffingen, die Feuerwehr, auch in die Straße oder neben die Straße durchlöchert. Lautsprecher werden mit einem Korpus da drunter geschraubt. Wir haben sehr gute Lautsprecher gefunden, die das gesamte Spektrum abbilden können. Und dann ist es jetzt Finden der Positionen, Einbau ohne Scheppern und vor allen Dingen Software, Software, Software. Aber das schiebe ich mal ein bisschen nach hinten, weil momentan, ich würde mal sagen, der heutige Tag oder die letzte Woche war hart zu nehmen, denn wir haben festgestellt, dass wir mit so vielen Mikrocontrollern, die zusammenarbeiten müssen, doch wirklich ein bisschen zu den Sternen greifen, was die Übertragungs- und Arbeitsgeschwindigkeit angeht. Wenn ich jetzt in einer Kurve fahre und zwei Sektoren, wie ich sie beschreibe, also zwei Abschnitte, wo jeweils ein Auto drin kann, mit den Leiterbahnen, die so ineinander greifen, dass die Außenkurve die Leiterbahnen auseinandergehen und bei der nächsten Innenkurve sie wieder enger sind und das Auto genau zwischen zwei solchen Sektoren fährt, wird es geometrisch echt schwierig, welche Leiterbahn welchen Phasensprung wann verursacht. Das hat Axel im Prozessor gelöst. Wir gehen auch gleich zu ihm hin. Aber es quält uns beide. Dass wir uns gesagt haben, auch wenn das nach 5 Jahren echt ein harter Gang ist, zu sagen, wir drehen das jetzt um, mehr Rechenpower geht doch in den PC, weil wir zu den Sternen gegriffen haben, dann ist das ein Rückschritt erstmal in der Timeline. Das heißt, wir werden 2 Monate wirklich engstirnig beide an unseren Rechnern sitzen und die Software ändern. Das erzähle ich hier in der Ruhe, begleitet von einem Formel-1-Auto, weil ich jetzt ins Herz der Hektik gehe zu Axel und euch mal so eine Leiterplatte zeige. Und vielleicht fährt ja zumindest auf der Hallenplatine auch gleich ein Auto. So, für das vielleicht gerade wichtigste Thema habe ich mich mal zu Axel reingeschlichen. Ich rede jetzt auch ein bisschen leiser, um ihn nicht zu stören, weil wir kämpfen seit Wochen gefühlt gegen Windmühlen. Und zwar einmal auf der Softwareseite. Beide Softwareseiten, also sprich die vielen Mikrocontroller in der Anlage, als auch die Hauptsteuerungssoftware im PC, sind mit der Aufgabe also ganz schön überfordert. Naja, zumindest am oberen Limit. Das heißt, wir müssen versuchen, das alles zu tarieren. Welche Software macht eigentlich was? Wie viel berechnet der PC schon und schickt dann unter viel Datentraffic-Last, das ist auch so ein kleines Problem, schon vorberechnete Informationen an die Controller, die das dann nur noch umsetzen müssen? Oder gibt der PC einfach nur, ich will das, und die Controller auf der Anlage rechnen alles aus? Da sind wir seit 3 Jahren an dem Thema immer wieder am Hin und Her machen, was natürlich umfassende Softwareänderungen bedeutet, wenn wir, wie jetzt vor 2 Wochen, gerade mal wieder uns gesagt haben, hey, wir machen das anders. Das heißt, da haben wir sozusagen einen zeitlichen kleinen Rückstand gerade, dass wir massive Anpassungen machen aus Performancegründen und weil es dann einfach sicherer und einfacher läuft. Und auch Rundungsfehler im PC,
besser auszuschließen sind als in dem kleinen Mikrocontroller. So, das war jetzt ein bisschen sehr technisch. Jetzt kommen wir zu dem anderen technischen Bereich, nämlich die Platinen. Wir haben hier die ersten Platinen aus China bekommen. Wir haben erst in Deutschland, dann europaweit und später weltweit Leiterplattenhersteller gesucht, die uns diese ganz großen Platinen sechslagig machen können. Und ob die Chinesen dazu selbstbewusst waren, weil wir aus Deutschland und so weiter eigentlich nur wegen der Größe Absagen bekommen haben, das werden wir gerade sehen, aber man ist dort auf jeden Fall hyper engagiert, denn wir haben bislang keine einwandfrei, fehlerfreie Platine bekommen. Jedes Mal, wenn wir einen Fehler entdecken, erschließt sich das dann auch relativ schnell, woran es liegt, weil die machen das auch zum ersten Mal, weil das, was wir davor haben, ist sehr besonders. Denn wir haben eine sechslagige Platine, die enorm groß ist, mit aber gleichzeitig sehr intensiver Platzausnutzung und dazu noch sehr dicken Leiterbahnen, weil da sehr viel Strom durchfließen muss. Das ist eine Kombi, die ist jetzt nicht alltäglich. Jetzt kommt das Allerschlimmste sozusagen hinzu. Man könnte übertrieben sagen, unser System funktioniert eigentlich, weil es einen ziemlich fetten Kurzschluss bewusst darstellt, weil das Magnetfeld entsteht halt, wenn sehr starker Strom gegen Masse fließt. Das wiederum kennen die Leiterplattenhersteller so nicht und denken jedes Mal, hey, da ist doch ein Kurzschluss. Der ist aber genau genommen gewollt. Kleine, ganz kleine Mikrokurzschlüsse entdecken sie dadurch nicht. Und das ist immer wieder das Problem, dass wir, wenn wir die Platine dann hier in Betrieb nehmen, und in diesem Fall haben wir selbst fast 2 Monate gebraucht, um diese Platine so durchzuchecken, um festzustellen, dass da doch kleine Fehlerchen drauf sind. Und nach langer Analyse, was über diese Entfernung und per E-Mail und Telefon und so weiter nicht so leicht ist, hat man in China jetzt aber die Ursache wahrscheinlich gefunden. Und zwar muss durch 5 Leiterbahnen durchgebohrt werden, aber die 6. nicht getroffen werden und an einer anderen Stelle die Leiterbahnen 6 und 5 durchbohrt werden und die 4. darf nicht getroffen werden. Und das in so dünnen Layern, nachdem diese verschiedenen Ebenen zusammengepresst sind, an, ich schätze jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, auf so einer Platine vielen tausend Bohrstellen mit also so Mikrobohrern. Sitzt eine falsch, haben wir irgendwo einen kleinen latenten Kurzschluss, der uns alles Signal zerstört, ist eine Riesenherausforderung. Das wussten wir oder ahnten wir schon vorher, aber dass es natürlich jetzt bei der 21 Meter langen Strecke ein einziger Fehler sich dann so aufsummiert, das haben wir verdrängt. Aber wir haben schon eine von 4 Platinen, die wir jetzt bekommen haben, ist schon fehlerfrei, beziehungsweise ein so kleiner Fehler drauf, dass wir den softwaretechnisch umgehen können. Und in China ist man momentan dabei, die nächste Charge zu produzieren, nachdem alle diese Fehler erstmal erkannt und analysiert sind und die Arbeitsprozesse dort tatsächlich komplett auf den Kopf gestellt wurden, dass wir jetzt hoffen, in ungefähr 2 Wochen das nächste schwarze Gold, wie wir es mittlerweile nennen, in der Hand zu haben und dann vielleicht mal 3 Meter oder 4 Meter schon fahren können. Das sind jetzt viele Worte und wenig Bilder. Ich weiß, Bilder sind immer überzeugender. Ich habe sie bei mir im Kopf, vielleicht entstehen sie bei euch langsam auch. Und ich hoffe weiterhin, dass wir erstens dieses Projekt zum Erfolg führen. Die Rückschläge in den letzten Wochen haben uns manchmal daran zweifeln lassen, aber wir glauben fest daran, dass wir irgendwann kleine Formel-1-Autos bei uns im Kreis fahren lassen haben. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Tschüss.